Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online mit seinen zwei Profilen, Peter und Klaus. Klaus ist also der junge Unternehmer, der ein dynamisches Kleinunternehmen aufbaut mit Stammsitz in Stuttgart. Und da schauen wir jetzt mal rein, was sein Unternehmen macht. Also er hat fünf Arbeitnehmer, 4 Frauen in Stuttgart, seinem Hauptsitz, und einen neuen Arbeitnehmer jetzt in seiner Filiale, die er gestern gegründet hat. Und da ist also sein Neumann, der Neumann. Also gehen wir mal, der Stand ist bei 68.000 Bankguthaben. Schauen wir mal den Fahrermanager, das ist der Neumann, den hat er gestern eingestellt. Der arbeitet also in Düsseldorf. Und der ist ja schon unterwegs, der arbeitet auch schon. Und der hatte schon eine Fracht nach Paris, weißt du schon? Der hat aber eilig, was macht er in Paris? Wie kommt der denn dahin? Der soll nicht nach Paris fahren, der soll arbeiten. Also, was hat der? Der hat noch keine Fracht gehabt. Der hat noch keine Fracht gemacht. Der bringt leere Fässer von Düsseldorf nach Paris. Okay. Wie sollte ich eigentlich FCP, ja gut. Okay, machen wir das so. Und Jan hat 2,5, hat den dritten Fernfahrer gemacht und macht jetzt den dritten ADR-Schein sehr gut. Die befördert also Dachfenster momentan nach Katowice. Mutig, mutig. Kim, Dachfenster nach Rostock. Und Tanita, Druckbehälter nach Katowice. Also die Frauen fahren hier um. Und Emma hat den Kraftstofftank nach Stuttgart-Steinburg. Ja, soll ich jetzt Emma noch einen weiteren machen oder den nächsten ADR-Schein, den weißen, wie ich ihn den auch habe, oder da kommt der weiße hin, genau, da kommt dann der weiße hin und dann verdient die gutes Geld damit, wenn die weißen auch noch bekommt. Und ja, und Zaneta macht auch den nächsten Schein. Okay, also ich möchte jetzt eigentlich, dass meine Frauen, die haben alle den alten Actros, jetzt habe ich aber einen neuen gekauft. Ich möchte jetzt, dass meine Frauen den neuen Actros bekommen, weil die schuften ja hier auch und das sind zwar nur Avatare hier, aber trotzdem möchte ich, dass ich den LKW von Stuttgart jetzt hier überweise. Und dann muss ich irgendwie immer den LKW wegnehmen. Emma schläft im Moment, ja, das ist schon mal gut. Emma schläft. Und Emma schläft und wenn sie aufwacht, soll sie einen neuen LKW bekommen. Und dann hat sie auch den Tank hinten dran. Ja, also Momentum. Wie kenne ich jetzt den LKW von Emma? Ja, wie kenne ich diesen LKW? Wie kann ich ja den Standort wechseln? Da soll der Standort nach
nicht nach Köln, nicht nach Hamburg, der Standort gewechselt werden. Wieso will ich sie nach Köln überführen? Der Stuttgart. Ja, das und dahin, genau. Gleich nach Düsseldorf, genau. Und den möchte ich auch überführen. Der soll dann geführt werden. Macht er das jetzt oder? Ja, möchte ich. Genau. Jetzt hat also, wo ist Emma? Das Emma hat es auch einen neuen Aktus, genau. Das wollte ich genau gemacht haben. Dass Emma also jetzt einen neuen Aktus hat. Ich habe einen neuen Aktus und Emma auch. Und in der neuen Filiale, soll also der Mann jetzt mit den alten Fahrzeugen erstmal weiterfahren. Nicht gleich mit dem neuen Fahrzeug. Also wenn wir den neuen kaufen, dann kommt der neue auch gleich erstmal zu Tanita und dann der Mercedes, der LKW von Tanita kommt dann auch nach Düsseldorf. Also dass Düsseldorf erstmal die abgelegten LKWs bekommt von hier drüben. Okay. Was macht der Neumann? Fährt der schon oder fährt der nicht? Also ich habe jetzt einen Actus und wo ist der von Stuttgart? Das von Manuel. Was macht Manuel? Also Statik der letzten 7 Tage, aber noch nicht so weit. Ich muss ja mal sehen, dass ich hier mit den Einheiten klarkomme hier. Also da haben wir also den neuen Standort. Das ist der neue Mann. Also ökonomischer Erfolg 0 bisher. Hat noch keinen täglichen Profit erwirtschaftet. Bisher. Kann er ja auch nicht. Hat er gestern erst angefangen, die Nacht. Fahrerlohn 0, okay. Dann müssen wir mal sehen, was war den Fahrermanager? Momentum. Wo haben wir da? Haben wir den Fahrermanager, der war also ADR machen. Momentan Auflieger? Nein. Wieso? Was ist mit den Aufliegern? Die Auflieger, der hat einen Holzboden. Und Emma hat den Containertransporter. Okay. Also, der LKW-Fahrer, der Auflieger hatte bisher 950 Kilometer gefahren. Und der ist auf dem Standort, wo ist der jetzt? Der ist jetzt in Fahrmanager. Aufliegergarage. Da haben wir den. Da haben wir den. Hier sollte eigentlich jetzt ein Auflieger sein. Wo ist der Auflieger? Wieso habe ich keinen Auflieger hier? Ein Aufliegermanager. Der sollte der eigentlich. Das sollte der Aufliegermanager sein, ne? Da haben wir Düsseldorf. Leere Fässer.
Also damit ist er in einer Stunde durch. Und hat er jetzt hier den Auflieger oder hat er den nicht? Ich habe 3 Auflieger. Dieser Auflieger wird im Moment nicht benutzt. Der ist in Düsseldorf, aber der wird benutzt, oder wie? Wer benutzt den denn? Der ist freigegeben? Nee, der ist freigegeben, ja. 10% Nutzung bisher. Standort ändern. Der Standort ist Düsseldorf. Ja, das soll auch da bleiben. Aber wieso sehe ich in Düsseldorf jetzt den Auflieger nicht? Die haben also, hier weiß ich ja. Ja, also das ist der Stand hier. Ich habe also momentan 68 auf dem Konto, 68.000. Meine Bank, habe 17.000 Schulden pro Tag abzubezahlen. Und das heißt, ich müsste heute mal sehen, dass ich 18.000 verdiene, um das überhaupt zu halten jetzt hier. Ja, also der LKW ist da, wo es sein soll. Das ist schon mal gut. Der LKW-Manager. Und aber ich verstehe noch nicht den Aufliegermanager. Den haben wir also hier. Kartenansicht. Heißt das jetzt 3? Die fährt die Druckweite damit. Und der wird nicht benutzt. Warum nicht? Ja, weil der ihn noch gar nicht angekuppelt hat. Der Manuel kriegt das nicht auf die Reihe, oder? Vielleicht muss man dem das sagen. Vielleicht ist er noch nicht so weit. Also der ist gerade unterwegs. Der transportiert gerade irgendwas. Der fährt also nach. Gut. Nehmen wir mal an, vertrauen wir mal den Leuten, dass sie schon das Richtige machen. Da wird schon irgendwas verwendet, aber ich nutze sie nicht. Jetzt nutzen? Was heißt das? Privat? Der ist ja freigegeben. Und der sollte eigentlich irgendwo in Stuttgart stehen. In Düsseldorf. Sollte der stehen. Also die können nach Düsseldorf eine Schnellreise machen. Und hier. Also ich kann Schnellreise machen. Ich oder wer? Das sind also, ich stehe jetzt hier als Klaus. Könnte dann eine Schnellreise machen nach Düsseldorf. Okay, schauen wir mal, wie die Auftragslage ist. Wie ist die Auftragslage? Verdiene Geld mit der eigenen Zugmaschine. Wieso Hamburg? Bin ich jetzt in Hamburg? Ich dachte, ich wäre in Düsseldorf. Ich bin in Hamburg, genau. Ich war in Hamburg, da habe ich jetzt zuletzt da was hingeliefert.
Und von dort bekomme ich also eine Tour nach Rostock für 10.000, nach Dortmund für 13.000. Das ist schon mal besser. Also ich habe die hochwertigen Industriegüter, die habe ich gepachtet. Scheint mir. Was gibt den besten Preis? Der beste Preis ist nach Frankfurt. Super. 18.000. Den hätte ich beinahe übersehen. Den nehmen wir, ne? Den nehmen wir. Okay, 18.000. Von Hamburg nach Frankfurt. Wie viele Kilometer? 533. Da will ich die einstellen. Okay, machen wir das. Und jetzt fahren wir nach Frankfurt. Ich muss jetzt mal mein Ziel abholen hier, meine Ware. Wo muss ich jetzt mal hin? Ich muss jetzt erstmal sehen, das steht da. Fahrt vorsichtig. Ich muss ja mal drehen. Und dann da raus. Ich fahre jetzt erstmal zum Abholort. Biege nach links ab. Und wo geht es jetzt weiter? Nach rechts, nach links glaube ich wieder. Ja. Ich habe im Moment nichts hier dran. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wie sieht es hier aus? Ist das hier so windig oder was? Macht ihr so eine Biege komische nach Geräusch? rechts ab. Hier schon rein? Ja, hier geht's rein, genau. Endlich, wir sind da. Hier muss ich auch was abholen. Okay. Verdiene Geld mit einer Eigentumsmaschine. Da haben wir 18.000. Da haben wir nach Frankfurt, nach Düsseldorf. Die nehmen wir. Auf der Hand nehmen. Und wo ist sie jetzt? Da ist sie. Jetzt muss ich die aber erstmal hier anhängen. Stopp. Das muss ich ein Stück zurückfahren. Hier haben wir. Lass uns Haben wir loslegen. dran und dann können wir losfahren. Wie viel Uhr haben wir? 2:36 in der Nacht, okay. Schauen wir mal. Geht gleich die Sonne auf. 3 Uhr ungefähr. Ja, die geht nicht auf, aber wo muss ich jetzt fahren? Nach links, nach rechts? Biege nach links ab. Okay. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich hier wieder um die Kurven Demnächst komme. rechts abbiegen. Dass ich jetzt hier um die Kurven komme. Biege nach rechts ab. Okay. Im Dunkeln. Haben wir. Demnächst links abbiegen. Okay, da vorne. Biege nach links ab. In dem fließenden Verkehr. 2 Spuren. Da ist frei. Da ist frei. Und da kommt einer. Jetzt können wir los. Jetzt können wir los. Demnächst rechts abbiegen.
Ja. Wie lange soll das Spiel jetzt hier noch weitergehen? Rechts abbiegen, links abbiegen, links abbiegen, rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir. Jetzt haben wir hier 2 Spuren und eine Spur. 2 Spuren haben wir. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Also nach Frankfurt muss ich jetzt. Meine Leute arbeiten, hoffe ich. Machen die bestimmt. Und der Chef arbeitet auch. Verdient 18.000. Und damit die Zinsen zu bezahlen. Für heute. Ja, 400.000 ist eine Masse. Links halten und dann links abbiegen. Nicht schön. Biege nach links ab. Ja, geht aber im Moment nicht, doch, geht. Da war wieder ein Verkehr für schwierige Situation. Ich bin zu spät losgefahren. Dadurch kam ich schon in den Gegenverkehr. Gut. Jetzt müssen wir gleich auf die Autobahn nach Hamburg. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da geht nach Bremen, nach Lübeck. Da brauche ich eigentlich nicht hin. Okay. Erstmal ein Stück trinken. Hier muss ich jetzt abbiegen. Biege nach rechts ab. Und jo, kommen wir da rum. Sieht so aus, ja. So gerade noch. Jetzt hier im Dunkeln sieht man wieder sehr schlecht. Hier, die Umrisse. Ich muss hier rechts fahren, damit ich hier nicht auf die Gegenfahrbahn komme. Damit ich hier drin bleibe. Und jetzt fahren wir links. Und jetzt fahren wir geradeaus erstmal. Endet das jetzt, muss ich rüber. Okay. Wo geht's hin? Nach Osnabrück, Bremen. Okay. Ja, also, wir sind wieder auf Tour, wir sind auf der Autobahn. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ach, schon wieder, ich war gerade froh, dass ich jetzt hier, da geht's nach Frankfurt, sehr gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Sehr gut. Und jetzt? Immer geradeaus. Da geht es nach Frankfurt. Und direkt eine Autobahn nach Frankfurt. Was ist das hier? Die Bitte rechts A1? halten. Die A7, sagt er. A7 Hannover. Bitte links halten. Ja. Okay. Jetzt können wir hier mal überziehen. Okay, frei. Jetzt können wir also nach Frankfurt fahren. Jetzt fahren wir Frankfurt oder Wien. Ja, eigentlich ganz gut, ne? Wenn ich jetzt hier nicht so besoffen hin und her fahren würde, Spurwechsel machen, du besoffen, dann ging das noch. Der Seitenschaffen ist nicht zum Fahren da, Kamerad. Schön in der Spur bleiben. Aber ich habe wieder Probleme hier mit meinem Lenkrad. Mein Lenkrad hier, das
schiebt sich auf dem Tisch hin und her. Und von daher ist das nicht so optimal. Ich müsste das Lenkrad vielleicht mal fest installieren. Ich muss nach links fahren, glaube ich. Bitte links halten. Ja. Okay. Ja, läuft doch. Läuft doch. Alten nach Frankfurt, das sind 500 Kilometer. Wie habe ich noch? 420, 430 habe ich noch. Ja, wieder eine lange Tour. GT, Just in Time. Und ja, 18.000 ist eine gute Lösung. Eine gute Löhnung, sage ich mal. Eine gute Auszahlung. Das sind die Zinsen für heute. Brauche ich gar nicht mehr viel zu machen heute. Wie sieht es hier aus? Kann ich jetzt hier bleiben oder? Wir haben Platz. Okay. Es läuft. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Und ich komme Frankfurt immer näher. Also jetzt habe ich also 5 Leute. 4 Frauen und ein Mann in der Filiale. Bitte links halten. Machen wir. Ich bin ja schon mal froh, dass die anderen nicht so bekloppt waren wie ich selber. Dass die verlässlich fahren. Denn wenn die auch so fahren würden wie ich, dann wäre Katastrophe. Ja, also 5 Leute. Wann trägt sich das Unternehmen von alleine? Also wann verdienen meine Leute so viel, dass sie quasi den Kredit abbezahlen können? Also die 5 Leute arbeiten schon mal gut. Und ich arbeite jetzt auch nochmal. Vielleicht brauche ich jetzt nur eine Tour am Tag machen. Also mein Landwirtschaftssimulator, den ich bestellt habe, da hat mir Amazon heute geschrieben, dass sie den jetzt verschickt haben. Also doch nicht 4 Wochen, sondern erstmal etwas kürzer. Und jetzt sind wir auf der A7 oder wo sind wir? A1 oder? Wir fahren das mal hier geradeaus weiter. Ja, also der kommt also wahrscheinlich am Dienstag oder am Montagnachmittag.
Dienstag wahrscheinlich oder Montag. Ich schätze eher Dienstag. Wahrscheinlich brauchten die dann auch was. Der kommt also Dienstag, dann kann ich ab Dienstag auch wieder Landwirtschaftssimulator machen. Habe ich auch keine Ahnung von, wie von diesem Spiel auch, aber wenn das bis dahin so läuft, dann ist es vielleicht so, dass meine Leute quasi die Zinsen für den Kredit tilgen können und dann brauche ich dann nur mal hin und wieder mal eine Tour machen und dass sich das Unternehmen selber trägt. Was heißt das? Dass ich also einen Kredit aufnehme, dass ich expandieren kann und dass meine Leute dann quasi den Kredit abbezahlen. Ich sitze im Moment in Stuttgart und wenn ich mich selber rausnehme, dann sollten die anderen so viel aufbringen, dass sie damit die Kredite bezahlen, also die 18.000 momentan und vielleicht auch zukünftig 18.000 so abbezahlen können. Und ich dann quasi nur gelegentlich mal fahren brauche. Und da bin ich bald dabei. Bei 6, 7 Leuten sollte das möglich sein. Bei 7 Leuten sagt man so die Faustregel. 7 Leute braucht man, damit die einen durchführen können. Ich entziehe dem Unternehmen ja kein Geld, oder? Ich investiere das ja, ich reinvestiere das Geld, aber wenn man das jetzt nicht reinvestieren würde, dann könnte man das ausziehen und da kommt schon Geld. Kim hat schon 6.000 reingebracht, sehr gut. Kim hat 6.000 eingebracht. Jetzt habe ich schon 77.000 heute. Also Kim arbeitet gut und Tanita auch. Ich sehe das immer nicht so genau, wer was macht. Von daher kann ich meine Leute gar nicht richtig beurteilen, weil das wird nur auf dem Navi so kurz angezeigt, wer was gemacht hat und dann sehe ich das erst nachher in der Nachschau. Wenn ich meine eigenen Videos nachher anschaue, dann sehe ich nachher den blauen Streifen, dann kann ich den auch lesen. Aber so während der Fahrt, wenn ich mich konzentrieren muss, sehe ich das oft nicht. Oder bin dann auf andere Sachen konzentriert. Naja, ich denke, meine Leute verdienen gutes Geld bei mir. Und von daher rechnen sich die Sache für uns beide. Die Leute bringen Profit und die Leute entwickeln sich, verdienen gut. Und wie viel, das hängt dann auch von den Leuten ab. Okay.
Richtung München, ja. Wir kommen dem Ziel schon näher. Was haben wir schon? 196. Ich muss mal tanken. Ich muss tanken, weil ich muss tanken. Ich muss tanken. Bitte links halten. Ich muss tanken. Der fährt auch links, okay. Ich muss tanken. So habe ich es übersehen. Was habe ich noch? 186 Kilometer habe ich noch. Der möchte wieder überholt werden, denke ich. Der bittet mich da um Überholung. Ja. Wo ist eine Tankstelle jetzt? Ich habe bisher ganz schön darauf geachtet, weil ich einen großen Tank habe, bei 1300 Litern. Und da kommt eine Tankstelle, oder? Da kommt was. Da kommt eine Raststätte, da fahren wir jetzt auf. Und dann werden wir da tanken. Ja, müssen wir jetzt am Tank auch am Sprit auch sparen, oder? Die muss schön raus, ne? Nee, das ist hier. Doch, hier geht's zur Tankstelle. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Hier gibt es eine Tankstelle irgendwo. Wo ist denn die Tankstelle? Total versteckt. Sieht ja aus wie eine Abfahrt. Und wie geht es weiter? Ich möchte tanken. Ich möchte tanken. Ist das hier nur ein Rastplatz oder was? Sieht so aus. Immer Das geradeaus. war nur ein Rastplatz. Ich dachte, das wäre eine Tankstelle. Ja. Was habe ich denn da jetzt wieder verkehrt gesehen? Ich muss tanken, aber wir müssen ja mal weiterfahren. Ja, es wird hell langsam, Gott sei Dank. Da geht's ja abwärts. Ja. Was haben wir jetzt hier? Was haben wir jetzt hier? Da oder was? Schwerer Unfall wieder. Ist ja gut jetzt hier. Der tickt und tickt und tickt. Und wir den auch darauf beziehen, genau. Der weiße Mann, die KI macht mir das vor. Ja. Wie war es mit dem Rastplatz? Mit der Tankstelle?
ich natürlich den Oktober rausfahre, dann brauche ich auch mehr Sprit. Aber dann komme ich vielleicht auch eher zur Tankstelle. Dann komme ich auch eher zur Tankstelle und ja, das Lenkrad hat seine Mocken hier. Der zieht von ganz alleine nach links rüber. Ob ich da jetzt lenke oder nicht. Und wenn ich dann rechts lenke, dann, ja, dann zieht der Rückgrat sich nach rechts rüber. Und dann, sobald ich den Lenker loslasse, zieht er wieder nach links rüber. Ich müsste das vielleicht mal einrichten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Der Nürnberg, Frankfurt, da, hier genau. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Aber hier haben wir keine Tankstelle. Keine Tankstelle, verdammt nochmal. Ich brauche aber eine. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier rechts, ja. Und auf der Ausfahrt komme ich hier gar nicht dazu zu tanken. Nimm die Ausfahrt rechts. Komme ich noch bis zum Ziel, 30 Kilometer, sollte ich dahin kommen, ja. Das Ziel will ich noch erreichen, dann könnte ich Schnellflug machen von Frankfurt nach Stuttgart. Dann kann ich da auftanken und den Tank voll machen. Und dann vielleicht eine Schnellfahrt von Stuttgart nach Düsseldorf, eine Schnellreise. Und ja, muss mal sehen, wie das mit den Schnellreisen geht. Dass also der Chef blitzartig in der Garage ist, hier oder dort, und dass man dann vielleicht von hier oder dort Aufträge sammeln kann. Also jetzt war ich ja gerade in Hamburg, habe ich einen schönen Auftrag geholt und dass ich dann fahre nach Stuttgart. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay, machen wir. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Kommt mir bekannt vor. Hier war ich Immer das. geradeaus. Okay. Ich wollte gerade weiterfahren, aber Immer geradeaus. okay. Was haben wir? 50 hier oder 60 oder?
War ich zu schnell? Ja, aber ich war zu schnell. Da haben wir 50 schon, ja. Ein vorschriftsmäßiger Fahrer, die gedacht, 60 kann ich hier fahren. Ja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir zum Zielort fahren. Die Ware abliefern. Wir sind hoffentlich in der Zeit. Demnächst links abbiegen. Okay. Hier schon ab. Biege nach Ja, links ab. hier schon das Ziel, genau. Hier muss der schon rein. Hier muss er rein. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Okay. Haben wir. Jetzt stellen wir den noch dahin. Da drüben. Da haben wir ihn. Und einmal abzetteln. Bitte, und was hat die Löhnung? Also ausgezeichnet, ja. 3000 Erfahrungsbonus, 1000 dafür. Hochwertige Frachthammer, 3000. Dringende Lieferung, 315. Gibt noch nicht so viel bei dringender Lieferung. Okay. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter dran arbeiten. Und dann machen wir fortfahren. Dann können wir gleich den Tag vielleicht die Lieferung erhöhen. Die zweite. Was ist die dringende Lieferung freigeschaltet? 6% mehr. Abschließend 10%. Dringende Lieferung 30%. Okay. Mal sehen, was es gibt hier. Anwenden, ja. Und jetzt erstmal anhalten. Das war die Fahrt für heute. Aber 95.000 heute. Das ist ein guter Lohn. Das reicht jetzt mal. Okay Leute, das war's für die erste Fahrt heute. Und tschüss.